Der große Zuckertest 2026 ist da und das Ergebnis wird jeden schockieren, der seit Jahren auf die falsche Marke vertraut. Während ihr glaubt, zu Hause ein harmloses Süßungsmittel in den Kaffee zu rühren, zeigen die neuesten Daten eine bittere Realität. Schleichende Gefäßverengungen, explodierende Blutzuckerwerte und eine verheerende Belastung für euer Herz. Habt ihr jahrelang die falsche Marke gekauft, ohne es zu wissen? Wir entlarven heute alle 14 Marken von schlecht bis zum Testsieger und zeigen euch, welcher Zucker euren Körper am meisten schädigt. Und das Beste? Ich verrate euch im Laufe des Videos genau, welcher Zucker perfekt in euren Kaffee gehört und welche Sorte ihr zum Backen für Kuchen meiden solltet. Vertraut nicht der Werbung, sondern den Fakten. Schnappt euch den Löffel, wir süßen uns jetzt die Wahrheit ein. Los geht's. Wir halten uns gar nicht erst mit einem langsamen Countdown auf, sondern packen die Plätze 14, 13 und 12 in einen einzigen massiven Block zusammen. Warum? Weil ja, gut und günstig, Südzucker und Nordzucker am Ende exakt die gleiche zerstörerische Wirkung auf euren Körper haben. Egal, ob ihr zur billigen Discountertüte greift oder der vertrauten Markenverpackung aus der Werbung glaubt, die bittere Wahrheit ist, im Labor sind sie absolut identisch. Das ist durchweg hochraffinierter Industriezucker. Und hier sind die harten Fakten, warum diese komplette Gruppe gnadenlos durchfällt. Erstens, die extreme Verarbeitung. Diese Zuckerrüben werden industriell so lange gereinigt, erhitzt und gefiltert, bis auch das letzte natürliche Mineral verschwunden ist. Übrig bleibt eine völlig tote, künstlich isolierte Substanz. Zweitens, die massive Gefahr für eure Gesundheit. Wenn ihr diesen leeren Zucker in den Kaffee gebt, knallt er wie ein Peitschenschlag in eure Blutbahn. Der Blutzuckerspiegel explodiert regelrecht. Eure Bauchspeicheldrüse gerät in absoluten Dauerstress. Und das Schlimmste, diese ständigen Spitzen verursachen winzige Risse und schleichende Entzündungen in euren Blutgefäßen. Das ist der unsichtbare Brandbeschleuniger für Verkalkung und ernsthafte Herzprobleme im Alter. Drittens, die Zerstörung der Natur. Um diese gigantischen Mengen für den Supermarkt so billig zu produzieren, werden die Felder mit aggressiven Pestiziden regelrecht totgespritzt. Das tötet den Boden und die Bienen gleichermaßen. Vergesst also die Illusion von Qualität oder Tradition bei diesen Marken. Ob Platz 14 oder 12, ihr füttert euren Körper hier tagtäglich mit reinem Industrieschrott. Kommen wir zu Platz 11 und hier entlarven wir eine der größten Gesundheitslügen im ganzen Supermarkt. Den klassischen braunen Zucker, wie ihr ihn oft von Marken wie Diamant oder als Discounter-Eigenmarke findet. Viele von euch greifen ganz bewusst zu diesen braunen Kristallen, weil die Farbe suggeriert, es sei natürlicher, ursprünglicher und schonender für euren Körper. Aber das ist ein fataler Irrtum. Wisst ihr, was das in den allermeisten Fällen wirklich ist? Das ist exakt derselbe schädliche, weiße Raffinadezucker von eben. Er wurde einfach nur mit ein bisschen braunem Sirup oder Melasse wieder eingefärbt. Die Industrie verkauft euch die pure Illusion von Natur. Für euer Herz und eure Gefäße macht das absolut keinen Unterschied. Der Blutzucker schießt genauso gnadenlos in die Höhe und das Risiko für Arterienverkalkung bleibt exakt gleich, aber ihr wiegt euch in trügerischer Sicherheit. Und hier kommt der versprochene Tipp für eure Küche. Viele nutzen diesen braunen Zucker wegen der künstlichen Karamellnote gerne für den kräftigen Kaffee. Zum Backen solltet ihr ihn aber unbedingt meiden, da er feine Rührkuchen extrem klebrig und schwer macht. Aber wenn wir auf die Fakten schauen, diese Mogelpackung gehört weder in eure Tasse noch in euren Ofen. Wir knacken die Top 10 und hier nehmen wir uns die nächste große Illusion vor. Platz 10 geht an den klassischen Aroa-Zucker aus dem Supermarkt, den ihr oft in den teureren Premium-Linien von Südzucker oder von Marken wie Tate und Lyle findet. Viele von euch greifen zu Rohrzucker, weil der exotische Name und die leicht goldene Farbe suggerieren, er sei ein wertvolles Naturprodukt. Doch lasst euch nicht blenden. Chemisch gesehen ist das absolut identisch mit dem billigen Rübenzucker. Es ist pure Saccharose. Und wisst ihr, was diese isolierte Saccharose in eurem Körper anrichtet? Sie löst einen Prozess aus, den Mediziner Glycation nennen. Dieser Zucker verklebt regelrecht eure lebenswichtigen Eiweißbausteine. Das Resultat? Eure Blutgefäße werden mit den Jahren starr, unelastisch und brüchig.
Das ist der direkte Weg zu Bluthochdruck, weil euer Herz plötzlich viel härter pumpen muss, um das Blut durch den Körper zu pressen. Und als wäre diese gesundheitliche Belastung nicht genug, kommt der fatale Transportweg dazu. Dieser Zucker wird oft unter katastrophalen Bedingungen geerntet und über den halben Planeten verschifft. Hier der Tipp für eure Küche. Dieser grobkörnige Rohrzucker wird oft für Cocktails oder kalte Getränke empfohlen, aber Vorsicht, er löst sich extrem schlecht auf und bleibt oft hartnäckig am Boden kleben. Für feine Kuchen oder Torten ist er durch seine grobe Struktur völlig ungeeignet. Fazit: Viel Geld für eine exotische Lüge, die eure Gefäße genauso zerstört. Wir machen direkt weiter mit Platz 9 und hier entlarven wir einen der teuersten Trends der letzten Jahre: Kokosblütenzucker, den ihr oft von Biomarken wie DM Bio oder Alnatura kauft. Man verkauft euch das als absolutes Superfood, das den Blutzucker angeblich schonen soll. Aber das ist eine gefährliche Halbwahrheit. Was euch die Werbung verschweigt: Dieser Zucker liefert eurem Körper extrem hohe Mengen an isolierter Fructose. Und diese Fructose ist reines Gift für eure Leber. Sie wird dort direkt in Fett umgewandelt und treibt die gefährlichen Blutfette, die sogenannten Triglyceride, massiv in die Höhe. Das bedeutet, ihr züchtet euch unbemerkt eine Fettleber heran, was wiederum eine massive Gefahr für euer Herz darstellt. Ihr gebt also ein Vermögen aus, um eure Gefäße auf einem anderen Weg zu schädigen. Für die Küche gilt hier: Der malzige Karamellgeschmack passt zwar wunderbar in einen starken Kaffee, aber zum Backen von hellen Kuchen ist er eine Katastrophe, da er den Teig extrem trocken und dunkel macht. Kommen wir zu Platz 8. Hier finden wir die Produkte, bei denen besonders oft getrickst wird: Stevia-Streusüße aus dem Glas, wie man sie oft von Marken wie Nivella oder Borchers im Regal sieht. Viele greifen hier zu, um Kalorien zu sparen und ihr Herz zu schützen. Aber schaut mal auf die Zutatenliste auf der Rückseite. Das meiste in diesem Glas ist gar kein Stevia, sondern Maltodextrin, ein billiges chemisches Füllmittel. Und jetzt haltet euch fest: Maltodextrin hat einen noch höheren glykämischen Index als normaler Haushaltszucker. Das bedeutet, euer Blutzucker schießt noch brutaler und noch schneller in die Höhe, als wenn ihr normalen Zucker essen würdet. Eure Bauchspeicheldrüse gerät in absolute Panik. Das ist ein Frontalangriff auf euren Stoffwechsel, getarnt als Diätprodukt. Und der Küchentipp? In Heißgetränken löst es sich auf und hinterlässt oft einen extrem bitteren Nachgeschmack im Kaffee. Zum Backen fehlt diesem Pulver komplett das Volumen. Eure Kuchen werden damit flach wie eine Flunder. Lasst dieses falsche Diätpulver unbedingt im Regal stehen. Kurze Unterbrechung, bevor wir zu Platz 7 kommen und es für euren Blutzucker richtig gefährlich wird. Wenn euch dieser ungeschönte Realitätscheck bis hierhin die Augen geöffnet hat, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da und abonniert den Kanal. Nur so unterstützt ihr unsere Arbeit und verpasst keine Videos mehr, in denen wir die Lügen der Lebensmittelindustrie aufdecken. Habt ihr abonniert und geliked? Super! Machen wir weiter mit Platz 7 und hier wird es extrem gefährlich für euren Blutzuckerspiegel. Der klassische Puderzucker, ganz oft von Südzucker gekauft. Das sieht nach einer feinen, harmlosen Backzutat aus, aber genau diese mikroskopische Form ist das fatale Problem. Weil dieser Zucker zu feinstem Staub zermahlen ist, gelangt er noch schneller und aggressiver in eure Blutbahn als normaler Kristallzucker. Das ist wie eine direkte Schockinjektion für euren Blutzucker. Die Bauchspeicheldrüse muss sofort riesige Mengen Insulin ausschütten, was auf Dauer direkt in die Insulinresistenz führt. Und hier ist mein versprochener Alternativtipp für eure Küche: Wenn ihr unbedingt einen Kuchen oder Waffeln bestäuben müsst, kauft euch Pudererythrit. Das sieht exakt genauso aus, rieselt genauso schön, aber beeinflusst euren Blutzucker absolut null. Auf Platz 6 finden wir ein Produkt, das eine echte Industriefalle ist, sich aber als Helfer tarnt: Gelierzucker, der absolute Klassiker von Dr. Oetker. Viele von euch kochen im Sommer fleißig Marmelade ein und denken, sie tun sich mit den frischen Früchten etwas richtig Gutes. Falsch. Dieser Gelierzucker macht jede gesunde Frucht sofort zunichte. Er besteht nicht nur aus massenhaft isoliertem Industriezucker, sondern ist ein fertiger Cocktail aus künstlicher Zitronensäure und Konservierungsstoffen.
Ihr kocht eure gesunden Früchte buchstäblich in einem puren Industriesirup ein. Die gewaltige Menge an Zucker verklebt eure Gefäße und fördert schleichende Entzündungen im Körper. Mein Küchentipp hier: Wenn ihr gesunde Marmelade selbst macht, nutzt reines Apfelpektin oder Agar-Agar zum Andicken. Süßt das Ganze dann einfach mit Xylit oder Erythrit. So rettet ihr die wertvollen Vitamine der Früchte und schützt euer Herz. Wir sind bei Platz 5 angekommen. Und hier sprechen wir über eine gewaltige psychologische Falle im Alltag. Den klassischen Würfelzucker, den ihr oft in der blauen Packung von Kölner kauft. Warum ist dieser Zucker so gefährlich für euch? Weil er euch die absolute Kontrolle vortäuscht. Viele von euch denken, ach, das ist ja nur ein kleines, unschuldiges Stückchen in meinem Kaffee, aber lasst euch nicht blenden. Das ist massiv zusammengepresster, hochraffinierter weißer Industriezucker in seiner reinsten Form. Wer über den Tag verteilt 4 bis 5 Tassen Kaffee oder Tee trinkt und jedes Mal 1 bis 2 dieser Würfel hineinwirft, jagt seinen Insulinspiegel permanent in eine regelrechte Achterbahnfahrt. Eure Blutgefäße stehen dadurch unter Dauerfeuer und die Entzündungswerte im Körper steigen unbemerkt an. Ihr verliert völlig den Überblick über die Menge. Leute, wie oft greift ihr im Alltag generell noch zu echtem Zucker? Und glaubt ihr, ihr würdet es schaffen, komplett ohne Zucker zu leben? Schreibt mir eure ehrliche Einschätzung jetzt sofort unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer sich das zutraut. Und hier kommt mein Küchentipp für euch. Wenn ihr dieses tägliche Ritual mit dem Würfel liebt und beim Kaffee nicht darauf verzichten wollt, dann greift zu X-Ölit-Würfeln. Diese gibt es mittlerweile in jedem guten Reformhaus oder online zu kaufen. Sie sehen absolut identisch aus, süßen euren Kaffee genauso stark, aber sie schützen aktiv eure Zähne vor Karies und lassen euren Blutzuckerspiegel völlig in Ruhe. Weiter geht es mit Platz 4. Und hier zerstören wir eine absolute Tradition aus vielen Wohnzimmern: den klassischen Kandiszucker, den ihr oft als Kluntje von der Marke Diamant kauft. Er gehört für viele zur gemütlichen Teestunde einfach dazu. Die groben braunen oder weißen Brocken sehen wunderbar rustikal und traditionell aus, fast schon wie ein echtes schonendes Naturprodukt. Aber das ist ein gewaltiger Irrtum. Lasst euch von dieser gemütlichen Optik bloß nicht täuschen. Kandis sind einfach nur gigantisch herangezüchtete Kristalle aus reinem, hochraffiniertem Industriezucker. Wenn sich dieser riesige Brocken in eurem heißen Tee auflöst, trinkt ihr am Ende nichts anderes als pures flüssiges Zuckerwasser. Euer Blutzucker schnellt unweigerlich in die Höhe, das Insulin schießt hinterher und eure Blutgefäße werden exakt so stark belastet wie bei jedem billigen Discounterzucker. Es gibt hier absolut keinen gesundheitlichen Vorteil, nur pure Nostalgie. Und hier kommt mein Küchentipp für eure nächste Teestunde. Wenn ihr das nostalgische Knistern in der Tasse liebt, aber euren Stoffwechsel schützen wollt, dann sucht nach Erythrit-Kandis. Ja, den gibt es mittlerweile wirklich. Er sieht genauso grob und rustikal aus, knackt genauso schön im heißen Wasser, liefert eurem Körper aber absolut 0 Kalorien und lässt euer Insulin völlig in Ruhe. Wir nähern uns dem Treppchen und sind bei Platz 3 angekommen. Hier knöpfen wir uns ein Produkt vor, das in vielen Bioläden steht und von Marken wie Billingtons angeboten wird: der klassische dunkelbraune Muscovado-Zucker. Er wird von vielen Foodbloggern und Hobbybäckern gefeiert, weil er so herrlich feucht, klebrig ist und nach echtem karibischen Karamell schmeckt. Die Leute glauben, weil er nicht komplett weiß ist, wäre er naturbelassen und gut für den Körper. Aber das ist eine gefährliche Verarschung. Muscovado ist im Grunde nichts anderes als extrem unraffinierter Rohrzucker, in dem die Melasse absichtlich belassen wurde. Zwar sind dadurch minimale Spuren von Mineralien enthalten, aber lasst euch davon nicht blenden. Chemisch besteht er zu über 90% aus purem Zucker. Wenn ihr diesen in eurem Kaffee rührt oder zum Backen nutzt, knallt die Saccharose genauso gnadenlos in eure Blutbahn. Eure Gefäße werden verklebt und die Entzündungswerte steigen. Und hier kommt mein Küchentipp für euch. Wenn ihr diese karamellige, dunkle Note liebt, aber euren Körper schützen wollt, dann mischt normalen Erythritzucker mit einem Schuss reinem, ungeschwefeltem Zuckerrübenkraut oder hochwertiger Melasse. Damit kriegt ihr genau diesen Geschmack für den Kuchen oder Kaffee hin, ohne eurem Stoffwechsel zu schaden. Wir sind auf Platz 2 angekommen, der Silbermedaille in unserem Test.
Und hier finden wir den Vollrohrzucker, den ihr ganz oft im Bioladen von Marken wie Rapunzel seht. Viele Gesundheitsgurus und Ökobäcker schwören auf diesen Zucker, weil er absolut unraffiniert ist. Er enthält noch den gesamten Melasseanteil und bringt tatsächlich Spuren von Mineralien wie Kalium und Calcium direkt aus dem Zuckerrohr mit. Aber macht euch bitte nichts vor. Nur weil ein paar natürliche Mineralstoffe in der braunen Tüte geblieben sind, macht das diesen Zucker noch lange nicht zu einem gesunden Superfood. Euer Körper muss diese gewaltige Masse an reiner Saccharose trotzdem verarbeiten. Das bedeutet, auch hier schießt das Insulin brutal in die Höhe und eure Leber muss die ganze harte Arbeit leisten. Es ist und bleibt Zucker, der in rauen Mengen eure Gefäße belastet und die Zellalterung vorantreibt. Er ist chemisch gesehen vielleicht ein kleines bisschen weniger schlimm als der totgekochte Industrieschrott von Platz 14, aber er ist definitiv nicht gesund. Und hier ist mein Küchentipp. Wenn ihr beim Backen von dunklem Gebäck oder für euer Müsli genau diesen intensiven, malzigen Karamellgeschmack sucht, dann probiert mal Yakon-Sirup aus dem Reformhaus. Der schmeckt fast identisch, besteht aber zum Großteil aus unverdaulichen Ballaststoffen. Das bedeutet, er hält euren Blutzucker fast komplett auf dem Boden und füttert nebenbei sogar noch eure guten Darmbakterien, anstatt sie zu zerstören. Wir sind beim großen Finale. Platz 1 geht an den regionalen Bio-Rübenzucker, zum Beispiel von der Marke Naturata. Warum er gewinnt? Er ist schlichtweg das kleinste Übel der Industrie. Er wächst auf sauberen Böden ohne aggressive Pestizide, wird nicht chemisch totgebleicht und spart sich den Transport auf dreckigen Frachtschiffen. Aber macht euch nichts vor. Es bleibt reine Saccharose. Auch dieser Zucker treibt euren Blutzucker nach oben und belastet bei Übermaß eure Gefäße. Es gibt keinen gesunden, echten Zucker, daher mein finaler Küchentipp. Wenn ihr euer Herz wirklich schützen und den Blutzucker auf Null halten wollt, vergesst echten Zucker komplett und nutzt reines Erythrit. Null Kalorien, null Insulinstress. Entscheidet selbst, was euch euer Körper wert ist. Abonniert den Kanal, bleibt kritisch und bis zum nächsten Mal.